Und der Tag geht los, ja. Wir haben heute einiges vor. Als erstes geht es zu einem Waisenhaus, wo wir auch schon gestern waren. Da werden wir euch ein bisschen rumführen. Das beherbergt etwa 40 Kinder. Und nachdem wir da waren, geht es rüber zu einem anderen Waisenhaus. Ein riesiges Projekt für etwa 100 Kinder. Und anschließend haben wir einen etwas weiteren Weg vor uns. Dann fahren wir ins Landesinnere und weihen den ersten Brunnen ein. Das ist so grob der Plan. Ich weiß, das kommt immer ein bisschen die Frage auf. Von daher, wir können es auch vorwegnehmen. Für solche Reisen wie jetzt, ja, auch wenn der Dr. Şahin hier hinreist oder generell, auch die Mitarbeiter von Dr. Şahin werden nicht von euren Spendengeldern finanziert. Das heißt, wenn ihr für einen Zweck Geld dalasst bei ihm, dann könnt ihr zu 100% sicher sein, dass es nur für dieses Projekt verwendet wird und nicht für Reisen oder für das Unternehmen, für die Servicekosten oder sonst etwas. Wir überprüfen natürlich auch das Ganze. Von daher, wenn ihr an so einem Projekt teilhaben wollt, schaut gerne unten in der Beschreibung vorbei. Da ist alles von ihm verlinkt und ihr könnt direkt bezahlen. Per PayPal, Kreditkarte, alles ist vorhanden. Also, ja, wir sind jetzt auf dem Weg zu der Schule, die wir schon mal besucht haben. Schauen wir mal, in 2 bis 3 Monaten soll das Ganze fertig sein. Es hat über ein Jahr gedauert, ist alles etwas langsamer hier. Wir schauen uns an, ne? Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Projekt. Man braucht Ressourcen natürlich finanziell in erster Linie und es gab hier einen Betreiber von der Schule, der hat es jetzt nicht mehr geschafft, das Ganze zu unterhalten. So sieht das Ganze vorher aus. Man hat hier so auch gute Gebäude, aber jetzt wurde das Ganze halt erneuert. Weißt du, wenn du zum ersten Mal hier bist, vergleichst du halt das auch halt irgendwie so mit unserem Standard. Ja, klar. Weißt du, die haben ein Bett, das ist unvorstellbar, die haben Wasser, Toilette, Bildung, aber das kann ja nicht alles sein. Also es ist noch viel Luft nach oben, sag ich mal. Ja, Dr. Şahin hat sich etwas Großes vorgenommen. Die Organisation gibt es natürlich noch nicht so lange, aber es wird sehr gut angenommen. Man muss sich vorstellen, für ein Waisenhaus, kommt natürlich auf die Größe an, braucht man so ca. 120.000 €, kommt auf das Land an. Und hier ist das Erste. Das Land wurde schon übernommen und jetzt muss eigentlich alles gemacht werden. Ne? Es müssen Leitungen verlegt werden, die Unterkünfte gebaut werden und alles Stück für Stück. Das ist das nächste Projekt. Ne? Schauen wir mal, wenn wir das nächste Mal hier hinkommen, ob man dann schon mehr erkennen kann. Hier sind die ersten Grundsteine schon. Das beantwortet eigentlich auch schon die Frage, was für ein Projekt wir in dem kommenden Jahr 2020 mit der Community und natürlich auch mit der GmbH realisieren werden, wenn Gott will. Und zwar, für dieses Projekt gibt es schon ein paar Unterstützer und auch schon die ersten Beträge sind eingesammelt. Wir möchten als Marc Gebauer Lifestyle GmbH ein Waisenhaus komplett alleine und mit euch und den Influencern natürlich finanzieren. Dazu überlegen wir uns wieder tolle Projekte, an denen hoffentlich alle mitarbeiten. Und das Ganze wird natürlich dann auch wieder von unserer Seite her begleitet. Ich weiß, es wird nicht einfach sein, weil die Summe so hoch ist, aber ich werde es schon irgendwie schaffen, das Geld aufzutreiben. Und ich freue mich darauf, das Projekt so mit euch zu begleiten. Ne? Wenn man sich jetzt mal umguckt, hier ist ja nichts. Also hier ist natürlich Land, ja. Und auch grün, so ist schön, aber hier werden Leitungen verbaut mit Wasser. Von wo ist der Abschluss dafür? Hier ist nichts. Ja, der muss noch kommen. Ah, okay, this is one of the first. Yeah, one of the first. Da sind wir, ja. Könnt ihr euch noch erinnern? Ich stand genau hier vor einem Jahr. Das war auch letztes Jahr im Oktober. Da waren hier nur ein Zaun, so ein paar Grundmauern und auch der Container, glaube ich. Der stand aber ein bisschen weiter auf der rechten Seite. Und jetzt, mein Gott, Maschallah, hier ist schon echt sehr viel passiert. Guck mal hier, das sieht gut aus, ne? And he is doing it. Er macht das Projekt und Stück für Stück. Jeder geht davon aus, 2 Monaten hier schon losgehen kann, lass es 3 Monate sein, aber wenn wir nächstes Jahr wiederkommen, dann geht es auch hier los. Und das tolle Konzept hier dran ist, hier werden 100 Kinder leben, essen, lernen und auch noch anbauen. Ja, und wie es beim Rohbau so ist, ne, man hat halt alles. Man hat von den Fliesen über die Fensterrahmen, alles muss halt selber gemacht werden. Ne? Die Wasserleitung, das Ganze wird halt hier gebaut, Stück für Stück. Hier sind die Zimmer. Also dieser Bereich hier ist für die Kinder und auf der anderen Seite kommen dann die Gäste, die Lehrer und so weiter. Und so ist das Ganze aufgetrennt. Wir haben hier die Waschräume neben den Schlafplätzen. Hier gibt es dann auf den anderen Seiten direkt Klassenzimmer. Und ja, so ist das Ganze hier aufgebaut. Eine riesen Fläche für die Kinder. Super Sache. Er ist nicht schlecht. Die machen ihre eigenen Bricks. Ja, ist aber nicht schlecht, oder? Zack. Guck mal da. Assalamu alaikum.
are you? Wenn ihr das Video letztes Jahr auch gesehen habt, hier ist der Plan. Ja, das ist der Plan. Die verschiedenen Etappen. Es ist schon ein gutes Stück weitergekommen. Ne? Hier haben wir die verschiedenen Schulen, die gebaut werden sollen. Gambia eingezeichnet. We are here now. Boah, ich dachte locker, weil wir so gefahren sind, dass wir ganz woanders sind. Ich dachte so wie hier bestimmt irgendwo. Nein, einfach hier. Jetzt kannst du dir vorstellen, was für eine Strecke das ist. Ne? Guck mal hier hinten, das ist schon ein weiter Weg. Also das Ding, du musst auf jeden Fall für hier hinten andere Wege finden, das zu versorgen. Also den Brunnen, den wir jetzt eröffnen werden, der ist auch noch ein gutes Stück ins Inland. Ne? Thank you. Thank you. No problem. Ja, und das hier ist so ein typisches Dorf. Ne? Man hat also hier schon manche Gebäude, die jetzt hier so gemörtelt sind. Da sind so Schlafräume drin und sowas. Tiefenwasser gibt es jetzt so noch nicht. Hier zum Beispiel ist jetzt das Haus vom Chef. Very nice, yeah? Mashallah, very good. 100 person here. Yes. 1,000. What? 1,000. 1000? Thank you. 1000? Yes. Wow. Yes. Das ist nicht schlecht, ja. Das hier ist die nächste Generation vom Brunnen. Wir haben hier sogar Solarenergie. Damit wird die Pumpe betrieben. Und man hat halt hier nochmal einen separat für die Tiere. Nichts wird verschwendet. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Ne? Super spannend. Das habe ich auch so noch nicht gesehen. Und an dieser Stelle wollte ich mich nochmal bedanken bei all die in der ersten Episode dabei gewesen sind. Inscope, Regina, Tim, Gabel, Emma-Louise, Sascha war auch damit und Charo. Ohne die wäre das Ganze so jetzt nicht möglich gewesen. Ne? Durch die haben wir die ganze Aufmerksamkeit bekommen und am Ende die Spenden auch realisieren können. Das war eine Gemeinschaftsaktion von Mark & Friends. Und dafür wollte ich einfach nur mal Danke sagen, dass ihr mich dabei unterstützt habt und mir auch im Übrigen geholfen habt, halt das Ganze hier auf den Weg zu bringen. Ja? Dafür vielen, vielen Dank. Ja, für das Vertrauen. Sascha, jetzt musst du in den Brunnen. Every package for one family. Ah, okay. For 1 month, 2 months. Ah, perfect. What is in there? Ah, okay. Mehl. Oil. And local tea. Ja, das sind die Sachen, die man halt so jetzt nicht selber anbauen kann. Ne? Und dadurch ist denen auf jeden Fall geholfen. Ne? Mit Öl braucht man immer und das sind ist so die Basisausstattung. Ich glaube, es sieht gut aus hier, ne? Alle gut drauf. Da hinten kommen schon wieder ein paar zurück von dem Mann. Ja, jetzt. Ja. So, und jetzt? Ich glaube, jetzt ein neuer Hotspot. So, hast du einen Job abgegeben, ja? Er meinte, es kommt nicht nach. Ja, und was sagt die erste Brunneneröffnung? Bro, es ist. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist A, jetzt mal Spaß beiseite, Marc. Danke. Yes. Einfach Lifetime Experience. So, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Ich verstehe es einfach nicht so. Das ist einfach kein Spaß. Was hier passiert? So, das ist eine andere Welt. Du kommst hier hin, dann steht da so ein Brunnen und du merkst, das verändert das Leben der Menschen dort einfach.